Moin Leute und herzlich willkommen noch aus dem Flugzeug, aber wir landen ja jetzt aus Doha. Wir fliegen nämlich wieder mit Qatar Airways zurück nach Hamburg und gucken uns das diesmal in der Economy Class an. Ja, wir sind jetzt hier auch schon am Gate und das Boarding Richtung Hamburg startet auch schon. Allerdings müssen wir Bus fahren. Bin ich jetzt nicht so der Fan von, aber naja. Und dann geht's auch aufs Vorfeld. Wir stehen ein bisschen im Stau. Ist auch mal ganz lustig, nicht auf dem Weg zum Flughafen im Stau zu stehen, sondern im Flughafen. Und hier ist unsere Maschine, eine Boeing 787-8. An Bord bekommen wir natürlich auch so ein Amenity-Kit, auch in der Economy. Außerdem eine Decke, die ich gleich noch brauchen werde. Ein Kissen. Der Sitzabstand ist ziemlich okay. Allerdings diese Box da stört ein bisschen. Und ja, ansonsten haben wir da noch dieses Netz zum Sachen aufbewahren. Dann auch einen Tisch, den man ein- und ausklappen kann, halb und voll. Und ja, das Problem ist nur, den Tisch irgendwie wieder zuzubekommen. So einen Tisch zu bekommen, dann auch noch hier so ein Kleiderhaken. Polsterung ist auch ziemlich okay. Außerdem kann man den Sitz auch nach hinten stellen. Und es gibt auch so eine verstellbare Kopfstütze. Den Support für den Kopf kann man allerdings nicht verstellen. Dann haben wir auch ein recht modernes Entertainment-System hier mit vielen Möglichkeiten zum anderen. Hier Unterhaltung gibt es ziemlich viel. Filme, Serien, Spiele und auch Audios. Spielauswahl ist allerdings ziemlich begrenzt. Und Audios gibt es allerdings ziemlich viel. Auch Fernsehserien gibt es ziemlich viel, auch zum Sport und auch sonstiges. Dann kommen wir zu den Filmen. Auch hier gibt es wirklich Filme aus aller Welt. Finde ich cool. Und auch noch so einen extra Kinderbereich gibt es. Dann gibt es hier auch noch diesen Fensterverdunkler, den es an Bord von eigentlich jedem Boeing 787 Flugzeug gibt. Und wir haben außerdem hier noch so eine Klimaanlage, nenne ich das jetzt einfach mal. Please let us know if there's anything that we can do to make the flight more comfortable. I need your help. I need those green. Preparations to take off. Please proceed to the pulling up my position.
So, dann bekommen wir nach dem Start so einen kleinen Snack und auch ein Getränk. Das ist so ein Chicken Sandwich. Wir probieren das einfach mal. War jetzt nicht das Beste, was ich gegessen habe, kann man aber durchaus essen. Ist das ein bisschen kalt hier im Flugzeug, deswegen übrigens die Decke. Ich versuche jetzt zu schlafen und daher bis morgen. Guten Morgen, die Sonne geht schon auf und es kommt gleich das Frühstück. Hier ist das Menü. Ich habe mich für, wie ihr gleich sehen könnt, das Hähnchen entschieden. Also die Wurst des Hähnchen. Außerdem gibt es auch noch Bohnen und Marmelade für dieses Croissant hier. Außerdem so ein Obstbecher und auch einen Joghurt. War alles insgesamt eigentlich ziemlich okay. Auch Free Wi-Fi gibt es an Bord und natürlich auch eine Toilette. Ist an sich eigentlich ziemlich sauber, ist okay, an manchen Stellen ein bisschen nass. Aber ja. Wir starten jetzt auch langsam unseren Anflug auf Hamburg. Deswegen anschnallen. Moin Moin, wir sind jetzt wieder in Hamburg und daher kommen wir jetzt auch schon zum Rating. Fangen wir wie immer mit dem Komfort an. Die Ausstattung ist eigentlich ziemlich modern, die Sitze allerdings ein bisschen älter, deswegen gibt es auch leichte Defekte, wie man halt an diesem Tisch sehen konnte. Beinfreiheit und Recline sind eigentlich ziemlich gut, aber die Klimaanlage war leider wirklich sehr, sehr kalt, deswegen habe ich auch diese Decke gebraucht. Daher nur eine 4 von 5. Kommen wir zur Sauberkeit. Ganzes Flugzeug war an sich ziemlich sauber. Daher eine 5 von 5. Zum Preis, die Strecke gibt es ab 529 Euro in etwa. Das ist ein bisschen teuer aus meiner Sicht, allerdings okay. Daher eine 4 von 5. Kommen wir zum Service. Die Crew ist sehr freundlich und hilfsbereit. Außerdem gibt es ein Amenity Kit. Das WLAN hat allerdings nicht funktioniert. Allerdings gibt es stattdessen ein modernes Entertainment-System und auch das Essen ist eigentlich ziemlich okay. Daher hier eine 4 von 5. Auch die Landung war eigentlich ziemlich okay, daher gibt es hier eine 4 von 5. Insgesamt also eine 4,2 von 5. Ist Qatar Airways wirklich also die beste Airline der Welt? Meiner Meinung nach jein. Es gibt durchaus Aspekte, die ich ziemlich gut finde. Allerdings denke ich, gibt es Airlines, bei denen der Komfort und so weiter deutlich besser ist. Und ja, damit verabschiede ich mich dann auch. Keine Sorge, Sommervlogs sind noch nicht vorbei. Wohin es demnächst geht, ist eine Überraschung. Wartet einfach. Und ja, wenn ihr das nächste Video dann auch nicht verpassen wollt, abonniert doch gerne den Kanal und lasst auch gerne ein Like da. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.